In meinem Verein spielt Integration eine sehr, sehr große Rolle. Wir arbeiten mit Geflüchteten zusammen und da ist es relativ schwer, ein Niveau zu finden, wo man mit allen gleich reden kann, und deswegen ist es so wichtig, ganz viel mit Mimik und Gestik zu machen und auch in der Sprachenvielfalt zu sprechen. SMILE ist ein EU-gefördertes Projekt des Deutschen Olympischen Sportbundes, in dem es darum geht, ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen fit zu machen für die Arbeit mit Geflüchteten im Sport, und das vor allem mit dem Einsatz digitaler Medien. Ziel unseres Seminars zur Animation der Sprachenvielfalt war, Übungsleiterinnen und Übungsleiter einfach fit zu machen im Umgang mit Sprachenvielfalt. Wir gehen davon aus, dass Sprachenvielfalt inzwischen eine Wirklichkeit in den Sportvereinen geworden ist. Da kommen Menschen zusammen aus unterschiedlichsten Kulturen und eben auch mit unterschiedlichen Muttersprachen. Wir wollen sie dazu animieren, diese Sprachenvielfalt bewusst zu nutzen, auch für die gesamte Gruppe zu nutzen. Und vor allen Dingen wollen wir Übungsleiterinnen und Übungsleiter dazu fit machen, sich Situationen zu stellen, die sie so erstmal nicht kennen, die vielleicht auch erstmal ein bisschen verunsichern. Wir wollen ihnen einfach Kompetenzen an die Hand geben, damit souverän umzugehen und letzten Endes auch in diesem Setting eine gute Sportstunde gestalten zu können. Also Kompetenzorientierung ist seit Jahren ein Schwerpunkt in der Bildungsarbeit des DOSB und seinen Mitgliedsorganisationen. Wir arbeiten mit der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg zusammen und haben gemeinsam ein Kompetenzmodell entwickelt, was wir jetzt hier im SMILE-Projekt auch anwenden wollen und die Möglichkeit haben, Verbände eben zu begleiten. Gerade jetzt eben im SMILE-Projekt geht es ja auch um Blended Learning, also um neue Lernprozesse, wo wir eben Online-Angebote, Selbstlernangebote, eigene Auseinandersetzungsprozesse mit Live-Veranstaltungen, die dann in der Turnhalle stattfinden, kombinieren können. Das finde ich total super und aufregend, und das war eine optimale Möglichkeit, das im SMILE-Projekt jetzt auch auszuprobieren und anzugehen. Neu in diesem Blended Learning Format war für uns vor allen Dingen der längere Zeitraum. Auf einmal ist es eben so, dass sich das Lernen und auch die Reflexionsprozesse über einen viel längeren Zeitraum erstrecken, und die Herausforderung dabei ist tatsächlich, die Aufgaben und die Inhalte so aufeinander abzustimmen, dass die asynchronen Phasen, also die Selbstlernphasen, gut mit den synchronen Phasen, wo man zusammen ist, wo man sich sieht, wo man gemeinsam auch etwas erlebt, so aufeinander abzustimmen, dass es anschlussfähig ist, dass die Übergänge gut sind und dass die Themen dann eben auch gut aufeinander aufbauen. Also die Begleitung der Verbände hat gezeigt, dass die Herausforderungen für ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen in dem Themenfeld ganz, ganz unterschiedlich sind, auch je nach Verband ganz unterschiedlich aussehen. Also das Thema Sprache zum Beispiel war eine zentrale Anforderungssituation für den Bayerischen Landessportverband. Aber zum Beispiel für den Deutschen Eishockeybund war das Thema rassistische Zwischenrufe von Spielerinnen und TrainerInnen ein wichtiger Aspekt. Und diese zentralen Anforderungssituationen haben wir auch ganz konkret aufgegriffen, und so sind eben halt auch die unterschiedlichen Fortbildungen entstanden. Die ganzen Erfahrungen und Erkenntnisse, die wir aus dem Begleitprozess der Verbände gesammelt haben, und auch die Learnings der Verbände selbst, haben wir gesammelt und möchten die jetzt in unserer Wissenscommunity zur Verfügung stellen, dort gemeinsam diskutieren und weiterentwickeln. Mich begeistert dieser ganzheitliche Ansatz des Lernens, dass man einerseits etwas selbst tut und sich selbst damit auseinandersetzt und andererseits eben auch wieder Experteninput kriegt und sich austauschen kann mit Teilnehmenden, die man dann live trifft. Aber mich persönlich begeistert eben diese Mischung.